Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir uns das Mittelalter eigentlich als finster und kalt vorstellen? Das hat mit diesen Männern hier zu tun. Und damit herzlich willkommen bei unserer dritten Folge, in der wir uns mit den Ideen der Aufklärung beschäftigen. Zunächst müssen wir natürlich darüber sprechen, was Aufklärung eigentlich meint. Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Philosoph Immanuel Kant, Königsberg in Preußen, 1784. Oder so. Die Epoche der Aufklärung meint eine Zeit in der europäischen und nordamerikanischen Geschichte und beschreibt den Zeitraum von 1650 bis 1800. Sie gilt gemeinhin als eine Blütezeit der Philosophie und als Beginn der Naturwissenschaften. Tatsächlich lehnte ein Großteil der Aufklärer den monotheistischen Gottesglauben ab. Vielmehr sahen Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant in der Vernunft den Pfad der Erlösung, in dem sich der Mensch durch sein erkenntnisgeleitetes Denken von jeglicher Ungerechtigkeit befreien könne. Aber was hat das nun mit dem Mittelalter zu tun? Dazu komme ich noch. Natürlich entstand das Gedankengut der Aufklärung nicht im luftleeren Raum. Vielmehr bezogen sich die Aufklärer auf die Ideen, die seit der Renaissance und der Reformation in Europa im Umlauf waren. Zum Beispiel Zweifel an der Unfehlbarkeit der Kirche und ihre grenzenlose Begeisterung für die Antike. Sowohl die Humanisten wie auch der Reformator Martin Luther sahen sich als Wegbereiter einer neuen Zeit. Und der Zeitraum zwischen der Antike und der Neuzeit erhielt den Namen Mittelalter, weil er quasi in der Mitte lag. Dunkel ist es aber immer noch nicht. Das passiert in einem zweiten Schritt. Die Aufklärung heißt im Englischen the Enlightenment, also die Erleuchtung. Und die aufklärerischen Schriften enthalten oft Darstellungen von Lichtstrahlen, die ins Dunkle fallen, auch von Lampen und geöffneten Fenstern. Man kann also sagen, dass die Aufklärung Licht in das finstere Mittelalter gebracht hat. Naja, zumindest aus der Sicht der Aufklärer. So finster war das Mittelalter nämlich gar nicht. Immerhin haben die Ideen der Aufklärer die Menschenrechte hervorgebracht und die moderne Wissenschaft. Tatsächlich basieren viele unserer heutigen Ideale und Wertvorstellungen noch auf den Ideen der Aufklärung. Ebenso bezogen sich sowohl die amerikanische wie auch die französische Revolution auf den Freiheitsgedanken der Aufklärer. Doch heute sieht man die Aufklärung nicht mehr ganz so unkritisch. Gerade die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 wird gerne als Verkörperung der Aufklärung angesehen. Das erste Mal wurden in einer Verfassung Grund- und Freiheitsrechte niedergeschrieben. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Oder wie es im englischen Original heißt, that all men are created equal. Men meint hier tatsächlich nur Männer, und zwar weiße Männer. Frauen, amerikanische Ureinwohner und Sklaven waren dezidiert davon ausgenommen, was auch schon Zeitgenossen kritisierten. Bis 1865 war Sklaverei in den USA legal und sogar zahlreiche Gründerväter haben Sklaven besessen, was auch auf diesem Stich erkennbar ist. Der Diener, der hier George Washington an die Seite gestellt ist, besitzt nicht zufällig eine schwarze Hautfarbe. Wieso wurde es dann überhaupt so formuliert? Das mag daran liegen, dass sich diese Erklärung in erster Linie gegen Großbritannien wandte, das wie die meisten europäischen Länder in dieser Zeit monarchisch regiert war. Durch den Satz, alle Menschen sind gleich erschaffen, wird das Ständesystem abgelehnt, das den Adel bevorzugt, und gleichzeitig das Gottesgnadentum in Frage gestellt, durch das ein monarchischer Herrscher seine Macht legitimierte. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass in dieser Zeit Frauen und nicht weiße Menschen schlicht nicht als rechtsfähige Menschen angesehen wurden. Mit der Aufklärung beginnt auch die Zeit der Naturbeobachtung und vor allem der Katalogisierung und Kategorisierung. Steine, Pflanzen, Tiere werden beobachtet, gesammelt und Kategorien zugeordnet, genauso wie Menschen. Kommen wir auf Immanuel Kant zurück, den du anfangs so wundervoll zitiert hast. Denn Kant schrieb über den Menschen außerdem in seiner physischen Geographie: In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Ähnlich werden auch Frauen diskriminiert.
Während das Mittelalter die Bibel heranzog, um die Unterordnung der Frau unter den Mann anhand von Adam und Eva und dem Sündenfall zu erklären, zogen die Aufklärer die Natur zur Legitimierung heran. Ebenso binär denkend wie die Menschen des Mittelalters definierten sie die Frau als Gegensatz des Mannes. Während der Mann als rational galt, war die Frau emotional. Wo der Mann hart und kühl war, sollte die Frau weich und warm sein. Sie war für das Innere, also den Haushalt und die Familie bestimmt, während der Mann für das Äußere, also den Beruf, die Politik und so weiter gedacht war. Die Rolle der Ehefrau und Mutter wurde zum weiblichen Ideal erklärt, zu dem die Frau von Natur aus vorgesehen sei. Viel hat sich also gar nicht verändert, nur die Argumentation verläuft anders. Das stimmt. Sie galten weiterhin den Männern gegenüber nicht als gleichwertig und besaßen keine eigenen Rechte. Gleichzeitig erhielt die Entrechtung und Entmenschlichung von schwarzen Menschen und People of Color eine naturrechtliche Grundlage. Und wieso wird die Aufklärung mit ihren Ideen dann nicht schon längst viel kritischer beurteilt? Man muss bedenken, dass durch die Ideen der Aufklärung sowohl in Nordamerika wie auch in Europa im Laufe des 19. Jahrhunderts massive Machtverschiebungen stattgefunden haben. Statt des Adels erlangte nun in vielen Ländern das Bürgertum politische Macht, das mit seinen Idealen und Werten unsere Gesellschaft bis heute geformt hat. Natürlich sah diese Gesellschaft die Aufklärung als das Nonplusultra an. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde von verschiedener Seite damit begonnen, diese Ideen kritisch zu hinterfragen. Gerade im Rückblick auf den industriellen Völkermord sahen Philosophen wie Max Horkheimer und Theodor Adorno die Aufklärung als gescheitert an. Auch wenn die bürgerliche Gesellschaftsform das Ideal des europäischen 19. und 20. Jahrhunderts bleiben sollte, begannen sich im Laufe des 19. Jahrhunderts andere, teils radikalere Ideen zu entwickeln. Darum geht es in unserer nächsten Folge.